Der Goldstandard. Ein glänzendes Versprechen und sein Scheitern. Seit über einem Jahrhundert blicken die Menschen auf den Goldstandard als das legendäre goldene Zeitalter des Geldes zurück. Jene vermeintlich guten alten Tage, in denen der Wert des Geldes stabil blieb, Regierungen sich nach der Decke strecken mussten und der Wert in unseren Geldbörsen nicht von willkürlichen Zahlen der Zentralbanken abhing, sondern an ein echtes Metall aus den Tiefen der Erde gebunden war. Wann immer wir uns heute über Inflation, Schulden oder die Geldpolitik beschweren, wird der Goldstandard als das System, das die Dinge ehrlich hielt, beschworen. Doch die Geschichte erzählt uns eine weitaus komplexere und sogar ernüchternde Story. Denn dieser so hochgelobte Goldstandard konnte weder Finanzkrisen verhindern, noch das Platzen von Wirtschaftsblasen stoppen. Mehr noch: Wann immer die Weltwirtschaft vor einem echten Großbrand stand, zerfiel dieses gewaltige System fast über Nacht zu Staub. Die eigentliche Frage ist also: Wenn Gold das Allheilmittel für alle Sorgen des Geldes gewesen wäre, warum brach dieses System dann ständig zusammen? Um den Goldstandard zu verstehen, müssen wir in eine Zeit zurückreisen, in der von moderner Finanzwelt noch keine Rede war. Es gab keine Zentralbanken, die mit Zinssätzen spielten, und keine Billionen an Staatsanleihen. Die Gesellschaften hatten nur eine Sorge: ein Tauschmittel, dem sie vertrauen konnten. Geld musste etwas sein, dem man blind vertraut, das Grenzen überschreitet, über Jahrzehnte seinen Wert behält und selbst politische Regimewechsel übersteht. Gold war dafür wie geschaffen. Es verdirbt nicht, es rostet nicht. Es lässt sich ohne Wertverlust in kleinste Teile zerlegen. Und das Wichtigste: Es ist schwer zu finden. Gold zu fördern ist mühsam, teuer und langsam. Daher krönten Zivilisationen über Jahrhunderte hinweg Gold und Silber, denn egal, wo auf der Welt man war, dieses Metall hatte einen Gegenwert. Doch der moderne Goldstandard, wie wir ihn heute kennen, trat erst im späten 19. Jahrhundert richtig auf den Plan. Gegen Ende der 1800er Jahre begannen die großen Wirtschaftsmächte der Welt, ihre Währungen direkt an Gold zu binden. Großbritannien führte das Feld an. Das britische Pfund entsprach nun einer bestimmten Menge Gold, und die Zentralbank gab jedem Papiergeldinhaber das Versprechen: Bring das Papier, hol dir das Gold. Mächte wie Deutschland, die USA, Frankreich und Italien folgten diesem Beispiel. Dies war eine Revolution in der Wirtschaftsgeschichte. Zum ersten Mal sprach die Welt eine gemeinsame Geldsprache. Die Wechselkurse waren fix, weil sich alle am Gold orientierten. Diese Stabilität beflügelte den Handel. Händler schlossen langfristige Verträge ab, ohne Angst vor plötzlichen Währungsverlusten zu haben. Und Investoren schickten ihr Kapital sicher ans andere Ende der Welt. Die Zeit zwischen 1870 und 1914 war die Ära der ersten großen Globalisierungswelle, in der Eisenbahnen und Häfen mit internationalem Geld gebaut wurden. London war das finanzielle Herz der Welt. Von außen betrachtet schien alles wie am Schnürchen zu laufen. Das Geld behielt seinen Wert. Regierungen konnten nicht wahllos Geld drucken, denn für jede gedruckte Banknote musste Gold im Tresor liegen. Theoretisch war das eine glänzende Disziplin. Wenn eine Regierung über die Stränge schlug, stürzte sich das Volk auf das Gold, die Reserven schrumpften, und die Regierung musste zwangsläufig auf die Bremse treten. Das System reparierte sich also selbst. Doch die Medaille hatte eine Kehrseite, die damals viele ignorierten. Die gesamte Wirtschaft war an die Fördermenge eines einzigen Metalls gebunden. Die Wirtschaft wuchs, die Bevölkerung nahm zu, Fabriken vermehrten sich, der Markt brauchte also mehr Geld. Aber die Goldproduktion konnte mit dem Tempo der Wirtschaft nicht mithalten. Manchmal wurden riesige Minen gefunden, manchmal passierte jahrelang gar nichts. Wenn die Wirtschaft rannte, das Gold aber stehen blieb, entstand das, was wir Deflation nennen. Fallende Preise klingen gut, oder? In der Wirtschaft ist das jedoch ein Albtraum. Wenn Preise fallen, sinken die Einnahmen der Unternehmen, Gewinne schmelzen dahin, Investitionen stoppen und am Ende verlieren Menschen ihre Jobs. Das Schlimmste aber sind die Schulden. Stell dir vor, du verschuldest dich bei stabilen Preisen und dann sinken die Preise deiner Produkte um 20%.
Dein Verdienst schrumpft, aber deine Schuldenlast bleibt wie ein Berg bestehen. Diese Situation trieb Ende des 19. Jahrhunderts besonders die amerikanischen Farmer zur Verzweiflung. Während die Erntepreise fielen, erstickten sie an ihren Schulden und rebellierten: Gold allein reicht nicht. Lasst uns auch Silber prägen, damit Geld in den Umlauf kommt. Der berühmte Ausspruch von William Jennings Bryan im Wahlkampf 1896: Ihr werdet die Menschheit nicht an ein goldenes Kreuz schlagen, war die Zusammenfassung des Zorns des Volkes gegen die Finanzeliten. Das System überstand diese Krise irgendwie, doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 änderte sich alles. Ein moderner Krieg erforderte gigantische Ressourcen, Millionen von Soldaten, Waffen, Logistik, das alles kostete Geld. Regierungen mussten Geld drucken, um zu überleben, aber der Goldstandard sagte: Stopp! Das Ergebnis? Die Regierungen warfen die Regeln nacheinander über Bord. Großbritannien, Frankreich, Deutschland. Alle verließen das System mit den Worten: Kein Gold mehr, wir haben Krieg. Die Disziplin des Goldes löste sich in Sekunden auf, als sie auf den Überlebensinstinkt traf. Nach dem Krieg wollten alle zurück zu den guten alten Tagen des Goldstandards. Doch sie vergaßen eines: Die Welt war nicht mehr dieselbe. Schulden waren explodiert, Industrien hatten sich gewandelt. Großbritannien kehrte 1925 unter Winston Churchill zum alten Kurs zum Gold zurück. Das war ein Desaster. Die Währung war unnötig stark, der Export kam zum Erliegen, Minen schlossen, die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe. Der berühmte Ökonom Keynes warnte lautstark vor dieser Tragödie und behielt recht. Als 1929 die New Yorker Börse crashte und die Weltwirtschaftskrise begann, wurde der Goldstandard zu einem regelrechten Klotz am Bein. Normalerweise senkt man in einer Krise die Zinsen und bringt Geld in den Markt. Doch die goldgebundenen Länder taten genau das Gegenteil. Sie erhöhten die Zinsen und verknappten das Geld, damit ihr Gold nicht abfloss. Während die Wirtschaft im Sterben lag, versuchten sie das Gold im Tresor zu schützen. Diejenigen, die diesen Starrsinn früh aufgaben, wie Großbritannien 1931, erholten sich schnell. Diejenigen, die bis zum Ende am Gold festhielten, erlebten einen wirtschaftlichen Ruin. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man es noch einmal, Bretton Woods. Diesmal wurde alles an den US-Dollar und der Dollar an das Gold gebunden. Doch 1971 überstieg die Menge der Dollars auf dem Markt die Goldreserven der USA bei weitem. Schließlich schloss Richard Nixon das Goldfenster endgültig. Die letzte Verbindung zum Gold war an diesem Tag gekappt. Heute leben wir in einer Welt des Fiat-Geldes. Die Inflation existiert immer noch, Krisen gibt es immer noch. Aber die eigentliche Lehre aus dem Goldstandard ist diese: Gold konnte das Problem des Geldes nicht lösen, denn Geld ist nicht nur ein Metall. Es ist eine Mischung aus Macht, Politik und menschlicher Psychologie. Goldsysteme sorgen nur für Disziplin, solange alles gut läuft. Aber wenn eine echte Krise an die Tür klopft, kann kein Metall dem menschlichen Willen und dem Überlebensdrang im Weg stehen. Kurz gesagt, es gibt kein perfektes Geld. Es gibt nur Systeme, die für eine gewisse Zeit funktionieren. Verstanden? Trotzdem kann einen dieses Chaos erdrücken. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.